Erstmal Servus, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nobbys Kochstunde. Und wir machen mal wieder einen Apfelkuchen, aber einen richtig außergewöhnlichen, wo alle bei mir hier so richtig begeistert sind, und zwar einen amerikanischen Apfelkuchen. Und wie immer machen wir am Anfang erstmal den Teig, und schon der ist was Besonderes. Eigentlich gibt es den Teig sogar ohne Zucker und mit einem Teelöffel Salz, aber trotzdem mache ich noch 2 Esslöffel 50 Gramm Zucker hinzu. Mehl mische ich mit ein bisschen Backpulver und die Butter, und zwar richtig viel Butter, schlage ich erstmal cremig auf. Gleich danach gebe ich dann die Zucker-Salz-Mischung hinzu und später noch ein Ei. Und wir schlagen immer wieder kräftig durch. Ein paar Minuten müssen es schon sein. Anschließend geben wir das Mehl hinzu und kneten das Ganze für ein paar Minuten lang durch. Wenn man lustig ist, kann man natürlich noch ein bisschen Wasser hinzugeben, falls der Teig zu bröckelig ist. Aber hier muss es nicht. Hier ist der Teig nach dem Durchkneten so richtig schön geschmeidig. Dann nach dem Durchkneten teilen wir den Teig in 2 Teile. Und zwar 2/3 zu 1/3. Die 2/3 Menge, der Teig macht nachher den Boden. Der andere Teig kommt nachher oben drauf, aber dazu später mehr. Beide Teigbolle wickeln wir in Frischhaltefolie ein und geben sie in den Kühlschrank für mindestens 1 Stunde. Natürlich können wir die Wartezeit wieder nutzen, indem wir zum Beispiel einen Esslöffel Mehl mit einem Esslöffel Stärke vermischen. Weiter können wir schon mal eine halbe Zitrone auspressen. Bevor wir jetzt an die Äpfel gehen, werden wir den Teig für den Boden vorbereiten. Also nehmen wir den Teigbolle mit dem 2/3 Teig heraus aus dem Kühlschrank, entfernen die Frischhaltefolie und bemehlen die Arbeitsfläche auch schon mal vorher. In die Backform habe ich vorher schon mal Backpapier hineingelegt, und wenn dann der Teig ausgerollt ist, geben wir ihn drauf und drücken ihn dann in die Form passend hinein. Wenn noch ein bisschen Teig übrig bleibt, verwenden wir ihn nachher später. Bevor wir jetzt uns an die Äpfel rantrauen, geben wir jetzt noch einen Teelöffel Zimt zur Mehl-Stärke-Mischung, und dieses geben wir dann wiederum zum Zucker hinzu, und zwar brauner Rohrohrzucker. Das Ganze mischen wir kräftig durch, damit es schon mal gut vorgemischt ist. Und dann geht's jetzt an die Äpfel, und zwar nehmen wir Äpfel mit richtig viel Säure. Die schälen wir und entkernen sie und schneiden sie in feine Scheiben. Dann kommt auch hier wieder der Zitronensaft ins Spiel. Den geben wir gleich von Anfang an zu den Äpfeln schrittweise hinzu, damit die Äpfel nicht braun werden.
Auch gebe ich hier auch schon mal 50 Gramm weißer Zucker hinzu. Das konserviert auch nochmal so ein bisschen. Natürlich dürft ihr nicht vergessen, das Ganze immer wieder gut durchzurühren, damit der Zitronensaft auch an jede Apfelscheibe hinkommt. Anschließend lassen wir die Äpfel kurz stehen und rollen den zweiten Teigbollen aus. Wenn der ausgerollt ist, geben wir den braunen Zucker zu den Äpfeln hinzu und mischen das richtig kräftig durch. Und dann geht's schnell. Dann nehmen wir die Backform her und geben die Äpfel in die Backform hinein. Den ausgerollten Teig, den schneiden wir in Streifen und legen den quadratmäßig kreuz und quer auf die Äpfel drauf. Ist natürlich klar, dass wir jetzt schon den Ofen vorheizen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Nämlich sobald die Teigstreifen auf den Äpfeln drauf sind, geht der Kuchen ab in den Ofen, damit nicht noch weiter Saft entsteht und der Boden aufgeweicht wird. Auch mache ich die Teigstreifen, die auf die Äpfel kommen, nicht ganz so dünn. Ich mag die einfach ein bisschen breiter. Und wenn ihr meint, es ist einfach ein bisschen zu viel Teig, ihr müsst den Kuchen probieren. Der Teig schmeckt wirklich saulecker. Alle, die bei diesem Kuchen vorher skeptisch waren, waren danach richtig begeistert. Wie vorher schon gesagt, wir haben den Ofen ja auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Und dann kommt dieser herrliche amerikanische Apfelkuchen in den Ofen für 45 bis 50 Minuten. Ziel muss es sein, dass der Teig oben knusprig wird. Ganz wichtig. Und was bei dem Kuchen auch passieren wird, er wird Saft ziehen. Aber keine Angst, wenn der Kuchen schön abgekühlt ist, dann ist das nachher eine richtig leckere Sache. Das einzige Problem dabei ist, er wird mir den Ofen dreckig machen, der Schlingel. Aber jetzt schneiden wir ihn an und dann probieren wir ihn. Ja, und richtig gelungen ist mir der Kuchen. Super! Wahnsinnig lecker. Ich bin so richtig zufrieden mit diesem Kuchen. Auch ist der Teig jetzt so richtig knusprig geworden. Und jetzt probieren wir ihn und dann schnabulieren wir diesen herrlichen Apfelkuchen. American Apple Pie. Ja, also, ich würde sagen, ihr probiert diesen Apfelkuchen und berichtet mir, wie er geworden ist. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge Wonnenappis Kochstunde wieder dabei sein würdet. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.